Das hier ist ein Beyerdynamic M70 Pro X, das ich hier gerade vor mir habe, ein dynamisches Tauchspulenmikrofon. Das ist das eVoice RE320. Es handelt sich hier um ein SI Electronics Dynacaster DCM8 und kommen wir damit zu einer unfassbaren Bühnenlegende, und zwar dem Shure Beta 58. Das ist ein handgehaltenes Mikrofon, sieht aus wie so eine Eiswaffel mit einer Kugel obendrauf. Und schon wieder ein Mikrofon mit Legendenstatus, das ist das Shure SM58. Das ist ebenfalls so ein typisches Bühnenmikrofon. Ich habe es gewagt, ich habe aus dem Schrank gerade ein Shure 520DX rausgezogen, die Fahrradlampe, die sogenannte. Ist mittlerweile auch unter Influencern ziemlich beliebt, also jeder Influencer kauft sich mittlerweile dieses Shure SM7B. So, das nächste Mikrofon, das ich hier vorstellen möchte, ist das Rode PodMic Rode XTM. Das hier ist das Rode XTM und so klingt es. Jetzt habe ich hier das Rode Podcaster vor mir. Das Rode Podcaster sieht wie gesagt ähnlich aus wie das Rode XTM 100. So, dann kommen wir zum nächsten Mikrofon. Das ist das Rode NT USB Plus. Wir machen weiter mit Elektret-Kleinmembran-Kondensatormikrofone. Das hier ist das Fame CU3. Das Fame CU3. Und so klinge ich über das Fame CU3. Und so klinge ich also über das T-Bone MB88U Dual. Es ist ein Kleinmembran-Elektret-Kondensatormikrofon, wie gesagt von T-Bone EM 9600. Man wird es mir gar nicht glauben wollen, ich spreche nicht nur in ein uraltes, sondern auch in ein urbilliges Mikrofon rein, und zwar in ein McCrypt FX508S. Das gab es im Dreier-Set, das ist so ein typisches Bühnenmikrofon. Da habe ich ja mal ein TECT UDM 1052 hieß das. Das gab es mal, also nicht mehr, ne? Das gab es mal bei Conrad Elektronik in einem Dreier-Set. Das ist wieder ein Conrad-Mikrofon oder ein Mikrofon, das ich über Conrad erhalten habe. Es ist wieder eine dynamische Tauchspule, klingt wesentlich frischer. Es ist ein AV-Jefe AVL 2500 und wie man hört, ist es sehr viel mehr Plop-anfällig. So klingt das Sennheiser Blackfire 527. Was ist das? Ach Gott, ja, da kommt ja kaum Pegel. Auch wieder eine dynamische Tauchspule, ja, also ein handgehaltenes Bühnenmikrofon. Wir machen jetzt das Rode NT1. Das hier ist allerdings das Rode NT1 in einer relativ urigen Version, und zwar in der Gen 1 oder Gen 2. Das lässt sich nicht genau feststellen. Ich habe zumindest mal beim Rode Support nachgefragt. Anhand der Seriennummer konnten sie jedenfalls nicht feststellen, ob es ein Gen 1 oder Gen 2 ist. Und hier haben wir das nächste, was ich vorstellen möchte. Das ist ein Heil PR20 UT. Das ist wieder eine dynamische Tauchspulenkapsel. So, ja, ich habe es gewusst. Das, was jetzt kommt, das freut euch auf jeden Fall. Das ist nämlich hier ein Neumann. Jawohl. Und zwar ein Neumann BCM 705. Das schaut doch schon so komisch aus, hat so eine komische Form und ist so ein typisches Moderator-Mikrofon, würde ich mal sagen. Ne? Also für so Moderator- und Podcasting-Zwecke ist es ideal geeignet. Ja, neben dem SM7B am angenehmsten klingende Moderator-Mikrofon, würde ich jetzt mal so sagen. Also was ich momentan vor mir habe, ist ein Electro-Voice, also eVoice Raven. Das ist ein ganz komisches Mikrofon. Also erstmal ist es ein dynamisches Tauchspulenmikrofon. Sieht aus wie ein Ei im Prinzip. Es sieht wirklich aus wie ein Ei. Das eVoice Raven. Das ist das eVoice Blue Cardinal und so klinge ich über das eVoice Blue Cardinal, einem True Condenser Mikrofon, das 48 Volt Phantomspannung braucht und im Preisbereich ungefähr zwischen 100 und 150 Euro angesiedelt ist. Und es sieht aus wie ein Tee-Ei, wenn noch ein Kettchen dran wäre. Was wir hier vor uns haben, das ist jetzt das Rode NT1, schon wieder mal. Aber diesmal ist es das Rode NT1 in der 4. Generation. World's Quietest 1-Inch Cardioid Condenser Microphone. Das Schöne an diesem Mikrofon ist, dass es schön klingt, ne? Und dass es sehr rauschfrei ist. Man kann es also sehr weit aufdrehen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt mit dem Rauschen. Und damit kommen wir zu einem weiteren Rode-Mikrofon, und zwar dem Rode NT3. Das Tolle am NT3 ist, man kann es sogar in der Hand halten, und das noch Tollere ist, wenn man gerade keine 48 Volt Phantomspannung bei der Hand hat, dann kann man es auch über einen 9 Volt Batterieblock speisen. Und so klingt das MXL R144 Bändchenmikrofon, so klingt es von nahem. Und so klingt das MXL R144 Bändchenmikrofon aus ungefähr 10 cm Entfernung. So klingt es, ganz genau.
Das ist jetzt ein T-Bone RM700. Wiederum ein Bändchenmikrofon, allerdings ein Bändchenmikrofon in so einem Lolly-Design. Das war das T-Bone RB500 und so klinge ich über das T-Bone RB500. Und preislich sprechen wir von einem Bändchenmikrofon, einem dynamischen Bändchenmikrofon in der Preisklasse von ungefähr 100 Euro. Es handelt sich hier um das MXL 550, ein Großmembran-Echtkondensatormikrofon, das 48 Volt Phantomspannung braucht. Und das ist mal in einem Set, in einem Köfferchen, in einem Set zusammen mit dem 551 Kleinmembran-Echtkondensatormikrofon von MXL gab. Und das ist der Counterpart dazu. Es ist also hier das MXL 551 Kleinmembran-Echtkondensatormikrofon, also ein True Condenser mit einer Halbzoll Membran in Form einer Zigarre ungefähr, also. Gut, jetzt nehme ich auf mit einem Audio-Technica 2040 und zwar mit der XLR-Version. Das gibt es ja auch als USB-Version. Ein dynamisches Tauchspulenmikrofon wiederum. So klingt das. Das gibt es für ungefähr 90 Euro bei Amazon oder woanders auch. Was ich jetzt hier vor mir habe, ist ein MXL V67, Achtung, Q-Stereo. Es sind 2 Halbzoll Kleinmembrankapseln, die jeweils um 45 Grad aus der Mitte rausgedreht sind. Die eine um 45 Grad nach rechts und die andere um 45 Grad nach links rausgedreht. Schade, dass es das nicht mehr gibt, sonst würde ich mir nämlich noch ein zweites kaufen oder vielleicht sogar noch ein drittes. Das ist jetzt mal das Rode NT1 Generation 5, 5. Generation. Und so klingt es, das Rode NT1 5. Generation. Egal, was ich jetzt hier in der Hand habe, ist ein Superlux R102 und das ist ein Bändchenmikrofon, allerdings ein ziemlich ungewöhnliches. Dieses Bändchenmikrofon ist ein aktives Bändchen. Es hat also eine Verstärkungselektronik mit drin. Jetzt habe ich hier ein Zoom ZDM1, das ist wiederum eine dynamische Tauchspulenkapsel, 108 Euro. Ja. Ploppen ist hier mit diesem Mikrofon kein Problem. Also das ist ziemlich gut ploppresistent, das Mikrofon, möchte ich mal so sagen.